Hey, hallo Luca, schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank für deine Zeit. Genau, und stell dich am Anfang gerne erstmal vor. Wo arbeitest du gerade dran? Was sind so deine akademischen Stationen, deine akademische Laufbahn? Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin Luca, ich bin Psychologin und habe in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität Psychologie studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master. Und jetzt habe ich dieses Jahr meinen Doktor noch abgeschlossen in Psychologie, in der vergleichenden Psychologie bei Professor Kalenscher. Und da forsche ich aktuell auch weiterhin. Und das Hauptthema meiner Forschung ist eigentlich so ein bisschen, wie Stress sich auf soziale Entscheidungen auswirkt. Also wie verändern Stresserlebnisse unseren Umgang mit anderen Menschen, und das versuchen wir im Labor so ein bisschen nachzubauen und dann zu schauen, was da so die Effekte sind. Und jetzt im Moment habe ich noch ein zweites Projekt, da geht es aber mehr so um aufwandsbasierte Entscheidungen, also wie bereit wir sind, Kraft für andere aufzubringen, aber heute wollen wir uns ja eher mit Stress beschäftigen. Spannender Einstieg. Du hast ja auch gemeinsam mit den anderen Mitgliedern oder mit den anderen Forschenden vom Lehrstuhl eine Studie veröffentlicht. Möchtest du uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Ja, sehr gerne. Das war tatsächlich auch so die zentrale Studie meiner Doktorarbeit und auch die Studie, die mir am meisten Spaß gemacht hat, weil wir ein wirklich tolles Team hatten. Und in der Studie hat uns interessiert, wie zwei der wichtigsten Stressneuromodulatoren, also die Botenstoffe im Gehirn, die ein bisschen die Stressreaktion modulieren und regulieren, wie die sich auf soziale Entscheidungen in Gruppenkonfliktsituationen auswirken. Und dazu haben wir Versuchspersonen ins Labor eingeladen und haben denen Medikamente gegeben, die auf diese Stressneuromodulatoren, nämlich Cortisol und Noradrenalin, einwirken. Das heißt, wir hatten 4 verschiedene Versuchspersonengruppen. Eine Gruppe hat ein Medikament bekommen, das Cortisolaktivität erhöht. Eine Gruppe hat ein Medikament bekommen, das Noradrenalinaktivität erhöht. Eine dritte Gruppe hat beide Medikamente zusammen bekommen. Das heißt, die hatten sowohl erhöhte Cortisolaktivität als auch erhöhte Noradrenalinaktivität. Und dann hatten wir noch eine 4. Gruppe, die nur ein Placebo bekommen hat, damit wir das Ganze eben Placebo kontrollieren können. Also schauen können, was passiert denn bei Menschen, die überhaupt keine Stresshormonaktivität haben sozusagen. Und die Versuchspersonen, die wir eben ins Labor eingeladen haben, die haben vorher einen Persönlichkeitsfragebogen ausgefüllt. Und dann haben wir immer 3 Leute zusammen eingeladen und gesagt, ihr bildet jetzt eine Gruppe, weil ihr habt sehr ähnliche Persönlichkeitseigenschaften. Dann haben die Medikamente eingenommen, je nachdem in welche Gruppe sie waren. Dann haben wir eine kleine Wartezeit gehabt und dann haben sie eine Gruppenaufgabe durchgeführt. Und das war ein Entscheidungsspiel. Das heißt, sie haben als diese Dreiergruppe zusammen fungiert, durften aber ganz individuell eigene Entscheidungen treffen. Und das lief dann immer so ab, dass sie ein Budget von 10 Euro bekommen haben in jeder Runde. Und wir haben gesagt, ihr spielt jetzt gegen 3 andere gegnerische Gruppen. Und haben ihnen auch gesagt, dass diese gegnerischen Gruppen ganz unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften haben. Also wir wollten quasi schon im Vorfeld so ein bisschen eine Differenz zwischen den Gruppen erzeugen. Eine Zugehörigkeit zu der eigenen Gruppe, aber gleichzeitig auch das Gefühl, dass die andere Gruppe sich von den Versuchspersonen unterscheidet. Genau, und dann haben sie eben pro Runde 10 Euro bekommen und sollten dieses Geld aufteilen. Wir haben dann aber noch manipuliert, dass die gegnerischen Gruppen zuerst entscheiden durften. Und es gab immer 3 Optionen, auf die man Geld aufteilen konnte. Man konnte Geld für sich selbst behalten, Geld für die eigene Gruppe investieren, also mit der eigenen Gruppe kooperieren, oder man konnte auch Geld so investieren, dass die eigene Gruppe einen Vorteil hatte, aber gleichzeitig der gegnerischen Gruppe Geld weggenommen wurde. Und dann haben wir eben manipuliert, dass diese gegnerischen Gruppen unterschiedlich viel Geld von unseren Versuchspersonen weggenommen haben. Eine gegnerische Gruppe hat gar kein Geld weggenommen, eine gegnerische Gruppe hat ein bisschen was weggenommen und die dritte gegnerische Gruppe hat den Versuchspersonen sogar die Hälfte des Geldes weggenommen. Das heißt, unsere Versuchspersonen hatten, als sie dran waren zu entscheiden, nicht mehr die vollen 10 Euro, außer die gegnerische Gruppe hatte eben gar nichts weggenommen. Und dann mussten sie dieses restliche Geld eben auch auf diese 3 Optionen aufteilen. Also auch entscheiden, wie viel sie für sich selbst behalten wollen, wie viel sie für ihre eigene Gruppe investieren wollen und wie viel sie investieren wollen, um zusätzlich der anderen Gruppe zu schaden. Genau, und dann konnten wir uns eben anschauen, wie sich Cortisol und Noradrenalinaktivität darauf auswirkt. Und
Ja, genau. Wir haben dann sehr interessante Unterschiede gesehen, weil wir nämlich gesehen haben, dass Versuchspersonen, die erhöhte Cortisol-Aktivität hatten, die haben mehr Geld investiert, um ihrer eigenen Gruppe was Gutes zu tun, also mit ihren eigenen Gruppenmitgliedern zu kooperieren. Mhm. Das heißt, Cortisol scheint kooperatives und prosoziales Verhalten zu fördern, also Verhalten, das anderen gegenüber nett ist, wenn man das mal so vereinfacht sagen möchte. Und bei Noradrenalinaktivität war das aber ganz anders. Also Versuchspersonen, die eine erhöhte Noradrenalinaktivität hatten, die haben mehr Geld investiert, um der gegnerischen Gruppe zusätzlich Schaden zuzufügen, also denen Geld wegzunehmen. Und auch hier könnte man dann so ein bisschen vereinfacht sagen, dass Noradrenalin scheinbar so feindseliges Verhalten gegenüber Fremdgruppen zu erhöhen scheint. Was wir auch gesehen haben, unabhängig von dieser Neuromodulatoraktivität, also unabhängig von den Stresshormonen, je mehr Geld die gegnerische Gruppe am Anfang weggenommen hat, desto mehr Geld haben unsere Versuchspersonen auch investiert, um wiederum dieser gegnerischen Gruppe dann zu schaden. Also so ein bisschen wie eine Art Vergeltungsreaktion, wenn man so will. Mhm. Ja, voll interessant. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Noradrenalin und Cortisol? Das heißt, von der chemischen Substanz her, wann hat eine Person oder ja, mehr Noradrenalin und wann mehr Cortisol? Kann man das so sagen oder ist das noch komplexer wahrscheinlich, ne? Ja, also so direkt würde ich das jetzt nicht beantworten können. Und ich glaube, das ist auch, also es ist einfach individuell unglaublich unterschiedlich, wie wir auf Stress reagieren, wie intensiv wir vor allem auf Stress reagieren. Also es gibt Menschen, die sind viel anfälliger für Stress. Das heißt, wenn die zum Beispiel vor einem Bären stehen, dann haben die viel extremere Stressreaktionen, während es dann andere gibt, die dann noch relativ gelassen bleiben können. Und das spiegelt sich dann eventuell auch im biologischen Mechanismus sozusagen wieder. Also dass manche eben eine stärkere Reaktion haben, während andere eine schwächere Reaktion haben. Und bei Stress ist es aber eben so, dass Cortisol und Noradrenalin nicht zeitgleich ausgeschüttet werden, sondern zeitversetzt. Und das ist auch so ein bisschen die Grundlage, warum wir überhaupt die Idee hatten, dass die potenziell unterschiedliche Effekte auf Verhalten auch haben könnten. Es ist nämlich so, wenn wir zum Beispiel vor einem Bären stehen, dann wird zuerst sehr, sehr schnell Noradrenalin ausgeschüttet. Also das passiert quasi in dem Moment, in dem der Bär uns begegnet, dass wir sofort Noradrenalin-Aktivität haben und Cortisol reagiert aber langsamer. Also das steigt dann auch relativ zeitnah nach der Begegnung mit dem Bär an, aber es dauert eben länger, bis es so den Höhepunkt erreicht und es dauert auch länger, bis es wieder dann zum Ursprungszustand zurückkehrt. Das heißt, diese sehr akute Stressreaktion ist vor allem durch Noradrenalinaktivität dominiert, während so die verspätete Stressreaktion, die auch mit dem Ende von Stress verbunden ist, eher durch Cortisol-Aktivität reguliert wird oder dominiert wird. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter, dass wir angenommen haben, dass das eben Unterschiede im Sozialverhalten bedeuten könnte. Und es macht ja auch irgendwie so ein bisschen intuitiv Sinn, wenn man sich das mal überlegt, dass man am Anfang vor allem vielleicht eher so auf die Bedrohung reagieren muss, schnell sein muss, während es hinterher vielleicht eher darum geht, weitere Eskalationen zu vermeiden und den Stress nicht noch weiter zu befeuern. Ah ja, also nochmal zusammengefasst, das heißt, es kommt zuerst dieser absolute Adrenalinkick, also durch die SAM-Achse, wir wollen sofort wegrennen und danach ist quasi die verlangsamte Reaktion mit der HPA-Achse. Kannst du nochmal vielleicht auch, was die SAM-Achse überhaupt heißt und was die HPA-Achse heißt oder HPA-Achse? Ja, genau. Ja, sehr gerne. Also genau, wie ich gesagt hatte, wenn wir einem Stressor begegnen, dann haben wir eben diese sehr schnelle Reaktion durch die SAM-Achse. Das steht für sympathisch-adrenomeduläres System. Das ist vor allem so das sympathische Nervensystem, was da eine große Rolle spielt. Und an dem Ende der SAM-Achse steht dann eben die Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin. Und Noradrenalin ist so mittlerweile das, was man als den zentralen Botenstoff der SAM-Achse bezeichnen würde. Und das ist eben eine sehr schnelle Reaktion, die dann auch gekennzeichnet ist durch eine Erhöhung des Herzschlags, des Blutdrucks. Wir haben Energie zur Verfügung, damit wir eben
reagieren können. Und die HPA-Achse, das ist die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse, auch ein sehr langes Wort. Ja. Die hat eben am Ende die Ausschüttung von Cortisol. Also die Zwischenschritte, die gehe ich jetzt mal nicht alle einzeln durch, sind beides relativ komplexe Systeme, aber die zentralen Modulatoren oder Hormone, Botenstoffe quasi, die in deinem Gehirn wirken, sind eben beim SRM-System Noradrenalin und bei der HPA-Achse Cortisol. Und Cortisol ist dann das, was dafür sorgt, dass wir weiterhin Energie verfügbar haben. Das wirkt auch auf unsere Immunantwort und ist letztendlich auch an der Beendigung der Stressreaktion beteiligt. Also das ist ganz interessant, weil Cortisol quasi die eigene Ausschüttung wieder reduziert. Also es wirkt dann auf den Hypothalamus zurück und signalisiert quasi, wir brauchen kein Cortisol mehr, die Ausschüttung kann jetzt gestoppt werden und ist damit so ein bisschen an der Beendigung der Stressreaktion auch mit beteiligt. Ah, okay. Also ganz vereinfacht gesagt, wir Menschen, wir halten uns ja manchmal gerne für willensstark, aber ihr habt ja auch ein Experiment gemacht mit Yohimbin und Hydrocortison, richtig? Genau. Ja, das hat ja gezeigt, dass wenn man jetzt okay, das wäre jetzt eine Annahme, die man daraus schließen könnte, dass wenn man eine Fernbedienung hätte, den Menschen von einem zum anderen Status sozusagen umswitchen könnte. Aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht, oder? Nein, so einfach ist es auf jeden Fall nicht. Also vielleicht noch kurz zur Erklärung, was Hydrocortison und Yohimbin sind, weil das ja vielleicht nicht alle Menschen wissen. Hydrocortison ist das Medikament, was wir nutzen, um Cortisolaktivität zu erhöhen. Also es ist eine synthetische Form von Cortisol. Und Yohimbin ist das Medikament, was eben Noradrenalinaktivität erhöht. Und man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass wenn man Menschen auf der Straße einfach diese Medikamente gibt, dass dann deren Verhalten sich ganz grundlegend ändert, sondern was wir ja dann in der Forschung beobachten, ist eher, dass sich im Schnitt was verändert. Also dass wir eine Gruppe haben, die eben Hydrocortison bekommen hat, wir haben eine Gruppe, die hat Yohimbin bekommen und in dieser Gruppe hat sich dann im Durchschnitt das Verhalten im Vergleich zu Leuten, die ein Placebo bekommen haben, also die weder Cortisol noch Noradrenalinaktivität erhöht hatten, im Vergleich zu denen hat sich dann eben ein anderes Verhalten gezeigt. Das heißt aber auch nicht automatisch, dass das ein Verhalten ist, was komplett konträr zu den Einstellungen, Werten der Menschen ist, die diese Entscheidungen jetzt getroffen haben in unserem Experiment. Es könnte viel eher so sein, und das halte ich für wahrscheinlicher, dass sich einfach Tendenzen, die ohnehin da sind, vielleicht ein bisschen stärker zeigen. Also dass wenn wir zum Beispiel vielleicht sowieso prosoziale Menschen sind, also anderen gegenüber eher nett sind, dass wir dann vielleicht unter Cortisol-Einfluss noch ein bisschen netter werden. Oder dass wenn wir dazu neigen, eher defensiv zu reagieren, dass dann Noradrenalin diese defensiven Reaktionen verstärkt. Also ich würde sagen, dass die Botenstoffe in unserem Gehirn eher dazu da sind, ein adaptives Verhalten zu fördern. Das heißt, ein Verhalten, was sich irgendwie an die Situation oder unsere Umwelt anpasst. Und es macht ja total Sinn, dass wenn wir mit einer Bedrohung konfrontiert sind, dass wir dann nicht einfach uns so verhalten, wie wir uns immer verhalten, sondern eben angemessen darauf reagieren und uns zum Beispiel verteidigen, weglaufen oder vielleicht auch versuchen, mit der Bedrohung irgendwie zu interagieren, dass die Bedrohung kleiner wird. Also es ist sehr sinnvoll, dass wir nicht immer konstant ein gleiches Verhalten haben. Ich würde aber eben nicht sagen, dass wir das wie eine Fernbedienung nutzen können. Ja, es war jetzt auch übertrieben dargestellt. Aber genau, menschliches Verhalten so komplett anzupassen, ja. Okay, super, danke dir für die Erklärung. Und dann einmal die nächste Frage. Also WissenschaftlerInnen, die schließen ja durch, sage ich jetzt mal so, ökonomische so Wirtschaftsspiele, die du ja auch gleich dann erklären wirst, darauf, wie ein Mensch sich hypothetisch wirklich im realen Umfeld verhalten würde, ne? Und wie genau kann man denn sagen, dass es wirklich so, also was für eine hohe Validität haben die denn? Ja, also der korrekte Begriff wäre tatsächlich Validität. Das ist die sogenannte ökologische Validität, also dass wir das, was wir im Labor beobachten, tatsächlich auch auf die Realität übertragen können. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass das bei diesen ökonomischen Spielen in gewisser Hinsicht eingeschränkt ist, weil wir da natürlich nur einen kleinen Ausschnitt der echten sozialen Realität darstellen können. Soziales Verhalten ist unglaublich komplex, da wirken sehr viele Faktoren drauf ein. Und hinzu kommt dann auch, dass wir mit diesen Spielen bestimmte Verhaltensweisen
ja auch hervorrufen bzw. einschränken. Also es gibt ein Spiel, das ist so das klassischste Spiel, würde ich sagen, das nennt sich Diktatorspiel. Bei diesem Spiel bekommen Versuchspersonen Geld und sollen entscheiden, wie sie das zwischen sich selbst und einer anderen Person aufteilen. Und die andere Person hat da überhaupt nichts mitzureden. Und meistens wird sie nicht mal darüber informiert, wie viel Geld ursprünglich zur Verfügung stand und so weiter und so fort. Das heißt, in so einer Aufgabe können Versuchspersonen Großzügigkeit zeigen. Sie können aber zum Beispiel nicht feindseliges Verhalten zeigen. Also wenn sie jetzt eigentlich eine Person sind, die total Lust hat, einer anderen Person Schaden zuzufügen, dann kann man das anhand dieses Spiels nicht sehen. Das heißt, man muss die Effekte, die wir beobachten, immer vor dem Hintergrund dieser Spiele interpretieren. Also sich immer wieder klar machen, dass das Spiel nur bestimmte Verhaltensweisen überhaupt ermöglicht. Also in dem Spiel, was wir in unserer Studie zum Beispiel hatten, da konnten die Versuchspersonen ja entscheiden, Geld für sich zu behalten. Das heißt, sie konnten eine Art egoistisches Verhalten zeigen. Sie konnten aber auch in ihre eigene Gruppe investieren, also kooperieren mit der eigenen Gruppe oder eben mit der eigenen Gruppe kooperieren und gleichzeitig der anderen Gruppe schaden. Was sie aber zum Beispiel nicht machen konnten, ist mit der fremden Gruppe zu kooperieren oder ihrer eigenen Gruppe zu schaden oder sogar der fremden Gruppe nur zu schaden, ohne der eigenen Gruppe zu helfen. Also da waren viele Verhaltensweisen, die man vielleicht so im natürlichen Leben zeigen könnte, die wir gar nicht darstellen konnten. Und deshalb ist es wichtig, bei der Interpretation des Ganzen und der Übertragung auf reale Situationen diese Beschränkungen im Hinterkopf zu behalten und nicht zu sagen, das, was wir im Labor sehen, ist auf jeden Fall 1:1 in der sozialen Realität auch so, sondern es sind eher Hinweise, die helfen, echtes, reales Verhalten zu interpretieren, vielleicht auch so ein bisschen vorauszuschauen, was potenziell auf unser Verhalten einwirken könnte, wie zum Beispiel Cortisol und Noradrenalin. Aber dass das in der realen Welt 1:1 dann auch so abläuft, das muss man noch zusätzlich überprüfen. Das kann man zum Beispiel anhand von Feldstudien machen, wo man dann wirklich Verhaltensweisen in der realen Welt beobachtet und schaut, was da eigentlich so passiert. Die haben dann wieder andere Beschränkungen, die man berücksichtigen muss, aber dann kann man durch verschiedene Ansätze irgendwie ein großes Ganzes entwickeln. Ah, okay. Ja, super. Und jetzt kommt ein tolles Fremdwort, was du uns gerne noch erklären kannst. Das ist die parochiale Kooperation. Also so einfach gesagt, für meine Crew gehe ich durchs Feuer, aber alle anderen können brennen. Kann man das so sagen oder wie würdest du das jetzt aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachten? Ja, also ich finde das Beispiel tatsächlich ganz gut. Grundsätzlich würde ich sagen, parochial an sich, also das ist ja das, was so vorne ran steht, bedeutet erstmal, dass wir zwischen uns nahestehenden Personen und fremden Personen beziehungsweise der eigenen und der fremden Gruppe unterscheiden. Das heißt, unser Verhalten unterscheidet, ob wir gerade mit Eigengruppenmenschen interagieren oder mit Menschen aus der Fremdgruppe. Und dann gibt es da eben Zusatzbegriffe, die verschiedene Verhaltensweisen definieren. Also parochiale Kooperation meint dann, wir kooperieren mehr mit unserer eigenen Gruppe, als wir das mit einer Fremdgruppe tun würden. Die Fremdgruppe ist uns sozusagen ein bisschen egal. Wir sind also sehr nett zu unserer eigenen Gruppe, wir investieren in die, aber tun das nicht für fremde Gruppen. Wir fügen ihnen aber auch keinen aktiven Schaden zu. Und dann gibt es eben noch den Begriff parochialer Wettbewerb und das geht dann ein Stück weiter. Also auch hier kooperieren wir mit unserer eigenen Gruppe, tun denen was Gutes, investieren in die, aber gleichzeitig fügen wir der Fremdgruppe auch aktiv Schaden zu. Also das ist diese Kombination aus Kooperation mit der eigenen Gruppe und Feindseligkeit gegenüber der anderen Gruppe. Ah, okay. Also, ja. Ja, also interessant ist dabei, dass wir in der Forschung sehen, dass Menschen im Allgemeinen eigentlich eher zu parochialer Kooperation neigen. Also wir sehen tatsächlich, dass sie zwischen Eigen- und Fremdgruppe unterscheiden, aber dahingehend, dass sie netter zu ihrer eigenen Gruppe sind und eigentlich auf die anderen Gruppen nicht so wirklich Wert legen. Also die sind denen so ein bisschen egal. Was wir oft sehen, ist, dass sie eigentlich eher nicht dazu neigen, anderen tatsächlich zu schaden. Also parochialer Wettbewerb ist jetzt ohne vorherigen Angriff eigentlich eher selten zu betrachten oder zu sehen in der Forschung. Das sieht man eher, wenn schon von vornherein ein Ungleichgewicht zwischen den Gruppen besteht. Also entweder, weil die Fremdgruppe schon vorher angegriffen hat
oder vielleicht auch, weil eine Ungleichheit einfach so herrscht. Dann neigen Menschen tatsächlich auch mal dazu, parochialen Wettbewerb zu zeigen, aber wenn diese Ungleichheit nicht besteht, dann sehen wir eher parochiale Kooperation. Okay. Wenn wir uns jetzt gerade das Weltgeschehen so anschauen, könnte man das ja auch mit der Biologie verankern oder verknüpfen. Dieser biologische Teufelskreis, das heißt, wir sind loyal zu unseren In-Gruppen, aber dann feindseliger zu unseren Out-Gruppen, wie du das gerade erklärt hast. Genau, warum kann man das nicht so einfach sagen oder wie würdest du das nochmal betrachten? Ja, also ich würde schon sagen, dass unsere Studie wie so eine Art Puzzlestück werden kann, das so erste Hinweise darauf liefert, dass biologische Mechanismen bei sozialen Dynamiken, die vielleicht auch bei großen Konflikten und Kriegen eine Rolle spielen, eben auch ein Faktor sein kann. Aber ich würde eben vorsichtig sein, das als klaren Beweis zu sehen. Also zu sagen, unsere Studie zeigt, dass Stresshormone auf jeden Fall zu Krieg führen. So vereinfacht kann man das halt nicht sagen. Was wir eben gesehen haben, ist, dass Cortisol eher mit kooperativen Verhalten in Verbindung steht und Noradrenalin eher mit feindseligen Verhalten und da auch noch der Unterschied zwischen Eigen- und Fremdgruppe eine Rolle spielt. Also Cortisol fördert Kooperation mit der Eigengruppe, Noradrenalin fördert Feindseligkeit gegenüber der anderen Gruppe. Und wenn man das dann auf das Weltgeschehen so ein bisschen übertragen möchte, könnte man dann annehmen, dass Stresshormone ein bisschen diese Wir gegen die anderen Dynamik fördern könnten. Und das spricht dafür, dass Stress bei diesem Teufelskreis eben eine Rolle spielen könnte. Aber man muss eben berücksichtigen, und da haben wir gerade ja schon mit den ökonomischen Spielen ein bisschen drüber gesprochen, dass wir eine kontrollierte Laborstudie durchgeführt haben, bei der wir auch noch pharmakologisch manipuliert haben. Ja. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Spiel, was bestimmte Beschränkungen hat. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Beschränkungen dadurch, dass wir Cortisol- und Noradrenalinaktivität durch Medikamente hervorgerufen haben. Eine natürliche Stressreaktion ist aber viel komplexer. Da wirken noch andere Neuromodulatoren mit rein. Das heißt, auch da haben wir nicht eine natürliche Stressreaktion hervorgerufen und müssen auch bei der Übertragung ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn wir dann eben wieder ins Weltgeschehen schauen, dann wird auch eigentlich schnell klar, dass Kriege, Konflikte insgesamt sehr komplexe Dynamiken sind, wo auch wiederum total viel mit reinwirkt. Vielleicht Ideologie, unterschiedliche Wertvorstellungen. Das sind Dinge, die können wir so im Labor nicht so einfach alle zusammen integrieren. Hinzu kommt, dass auch ethische Faktoren natürlich verhindern, dass wir im Labor Kriegssituationen simulieren. Das ist auch sehr gut so. Das sollten wir wirklich nicht tun. Und genau, deshalb nochmal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, wir können die Studie so ein bisschen als Puzzlestück sehen, die so dafür spricht, dass Stress bei Konflikten eine Rolle spielen könnte, aber wir sollten vorsichtig sein, eben diesen klaren Kausalzusammenhang herzustellen, weil so einfach ist es dann am Ende eben nicht. Ja, genau, nochmal auch zu den Kriegen. Das wollte ich auch nicht damit sagen, also mir ist bewusst, dass es ja auch noch ganz viele verschiedene Faktoren gibt, also heißt es jetzt irgendwie von der Weltlage her, von der Regierung des jeweiligen Landes und noch ganz viele andere Einflussfaktoren, aber genauso von der psychologischen Perspektive, wenn wir da jetzt so drüber reden. Genau, okay. Ja, ich glaube, was man da vielleicht einfach so ein bisschen als Idee mitnehmen kann, ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das, ist, dass wir uns immer mal wieder bewusst machen sollten, welches Stresslevel wir vielleicht gerade haben und ob das unser Verhalten in sozialen Interaktionen beeinflussen könnte. Und das kann vielleicht schon so ein bisschen helfen, Dynamiken dann auch aufzudecken und irgendwie ein bisschen vielleicht deeskalierender vorzugehen, wenn man so will. Und ich bin aber auch sehr gespannt, was die weitere Forschung dahingehend zeigt, weil zum Beispiel durch Virtual Reality ist da vielleicht einiges möglich, dass man ethisch sauber vielleicht doch irgendwie ein bisschen näher an so Konfliktdynamiken rankommt und aber auch durch weitere Replikationen oder mit natürlichen Stressoren, also dass natürlicher Stress ausgelöst wird, dass man da noch ein bisschen ein großes ganzes Bild entwickelt, was dann hilft, auch diesen Realitätsbezug nochmal näher herzustellen und irgendwie eine klarere Aussage darüber treffen zu können, was denn
diese Effekte dann tatsächlich in der Realität, im realen Leben bedeuten. Wie widerlegt das Paper die Trennung zwischen Tend and Befriend und Fight or Flight? Ja, also auch da erzähle ich vielleicht erstmal so ein bisschen was zu diesen einzelnen Theorien, Fight or Flight und Tend and Befriend. Also klassischerweise werden unter Stress zwei vermeintlich unterschiedliche Verhaltensmuster diskutiert. Das eine ist eben die sogenannte Fight-or-Flight-Reaktion. Das ist auch das, was, glaube ich, die meisten Leute schon mal irgendwie gehört haben, also Kampf oder Flucht. Die Idee ist also so ein bisschen, dass wenn wir in einer Stresssituation sind, dass wir dann entweder dazu neigen, uns eher zurückzuziehen, vielleicht ein bisschen egoistischer zu werden oder vielleicht sogar aggressiv oder feindselig. Also das ist so ein bisschen das, was man dann als Fight or Flight beschreiben würde. Und das andere Konzept ist eben Tend and Befriend. Damit beschreibt man eher prosoziale Reaktionen nach Stress, also dass wir Nähe zu anderen suchen, mit ihnen kooperieren, aber auch soziale Netzwerke aufbauen. Und es war eben so, dass die Modelle lange Zeit in der Forschung so als gegensätzlich betrachtet wurden. Also dass man quasi gesagt hat, entweder führt Stress dazu, dass wir feindselig werden, oder es führt dazu, dass wir prosozial werden. Aber beides, das ist es eher nicht. Und wir haben uns gedacht, dass das gar nicht so nachvollziehbar ist. Also warum sollte nicht beides auch gleichzeitig möglich sein? Und haben auch aus dieser Motivation heraus die Studie durchgeführt. Und genau das ja dann auch gesehen, dass wenn bestimmte Botenstoffe im Gehirn, die mit Stress assoziiert sind, aktiv sind, dann sehen wir eben sowohl prosoziales Verhalten als auch feindseliges Verhalten. Cortisol macht uns nett, Noradrenalin macht uns feindselig. Also sehr runtergebrochen gesagt. Das heißt, unser Paper zeigt eigentlich, es ist nicht Tend and Befriend oder Fight or Flight, sondern es ist vielmehr beides. Und eventuell ist es sogar so, dass das einen zeitlichen Verlauf hat. Also dass wir am Anfang der Stressreaktion, wo ja Noradrenalin dominiert, eher Fight-or-Flight-Reaktionen sehen. Und dann, wenn Stress nachlässt und wir eher so ins Coping, also die Bewältigung von Stress kommen, dass dann Cortisol eben dominiert und da dann der Aufbau von sozialen Netzwerken und Kooperation eine große Rolle spielt. Habt ihr dafür kontrolliert für die Geschlechterunterschiede? Ja, also wir hatten in dieser Studie 90 Versuchspersonen, meine ich. Ja. Und das Geschlechterverhältnis war auch in etwa ausgeglichen. Also es war nicht komplett Hälfte, aber es war in etwa ausgeglichen. Und wir haben auch dann getestet, ob es Geschlechterunterschiede gibt in den Reaktionen, die wir sehen. Und wir haben keinerlei Evidenz dafür gefunden. Also tatsächlich schien es keine Rolle zu spielen, ob man jetzt männlich oder weiblich ist, dafür, ob man unter Cortisol kooperativer wird und unter Noradrenalin feindseliger. Das hat sich bei Männern und Frauen gleichermaßen gezeigt, wenn man so will. Und das ist eben insgesamt in der Forschung mittlerweile auch eher so der Blick auf Geschlechterunterschiede, dass die oft eine untergeordnete Rolle spielen oder sich durch andere Variablen erklären lassen, wie zum Beispiel Sozialisationsprozesse oder Unterschiede in Empathie. Also dass manchmal, es gibt eine Studie, die sich das ein bisschen genauer angeschaut hat, die hat dann gefunden, dass für prosoziales Verhalten man einen Geschlechterunterschied gefunden hat, der sich aber vollständig dadurch erklären ließ, wie unterschiedlich empathisch die Menschen waren. Also Männer, die hohe Empathie hatten, waren genauso prosozial wie Frauen, die hohe Empathie hatten. Und deshalb ist so ein bisschen mein Anliegen, dass man in der Forschung sich eher so überlegt, welche theoretische Grundlage gibt es für Geschlechterunterschiede und dann sollte man die auch untersuchen. Aber wenn es andere Variablen gibt, die vielleicht wichtiger sein könnten, wie Empathie, Sozialisation oder auch weitere Dinge, dass man sich dann eher auf die fokussiert. Ja, ich glaube nämlich auch, also ich habe die Frage auch reingenommen, weil ich denke, das ist immer noch so etwas, was falsch verstanden wird so in der Gesellschaft, dass man immer so schnell so Schlüsse ziehen möchte. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Aber tatsächlich ist es auch so, dass biologische Unterschiede nicht automatisch zu unterschiedlichen Verhaltensweisen führen. Also was zum Beispiel im Kontext von dieser Tend-and-Befriend-Theorie diskutiert wird,
ist, dass bei Frauen vielleicht Oxytocin da eine sehr große Rolle spielen könnte, während das bei Männern vielleicht eher Vasopressin ist. Also nur weil man biologisch Unterschiede messen kann, heißt das nicht automatisch, dass sich das auch in unterschiedlichen Verhaltensweisen widerspiegelt. Also unterschiedliche biologische Prozesse können zu den gleichen Verhaltensweisen führen. Wenn du so eine Take-Home-Message formulieren könntest für die ZuschauerInnen, welche Take-Home-Message würdest du formulieren und was ist auch dein Anliegen mit deiner Forschung vielleicht auch? Ja, ich glaube, ich würde so ein bisschen das wiederholen, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alle uns ein bisschen bewusster machen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, insbesondere dann, wenn wir gestresst sind und dass wir so ein bisschen versuchen, nach unseren Cortisolreaktionen zu leben, sozusagen, so dass wir versuchen, kooperativ zu sein und vielleicht auch nicht nur mit unserer eigenen Gruppe, sondern eben auch gerade mit Fremdgruppen und dass wir, wenn wir mit Fremdgruppen interagieren, uns dann auch nochmal klar machen, dass es vielleicht bestimmte Mechanismen gibt, die so eine Abgrenzung fördern und dass wir da aktiv gegensteuern. Ich glaube, das wäre so das, was mir wichtig ist. Und in meiner Forschung ist mir wichtig, eben rauszufinden, welche Mechanismen dabei eine Rolle spielen. Also ich finde zum einen Stress eben unfassbar interessant. Also was macht Stress mit uns in unserem Alltag und in unserem Verhalten anderen gegenüber, aber auch allgemein, wie verhalten wir uns anderen gegenüber und welche Faktoren spielen da eine Rolle. Okay, super. Dann vielen Dank an dich. Sehr gerne. Viel Erfolg und alles Gute dir weiterhin für deine Forschung und natürlich für dich deinen persönlichen Weg auch. Und genau. Weiß ich nicht, wie viele Jahren nicht angepasst worden. Also die ist noch auf einem Stand von vor 50, 60 Jahren oder so. Crazy. Ja. Und das ist letztendlich dann der Grund dafür. Ja, das ist echt schon, das muss auf jeden Fall geändert werden. Ja. Nur ganz kurz zurück zum, okay, wir haben schon, Randomisierung ist ja was anderes gerade. Das versuche ich gerade, die wissenschaftlichen Wörter zu finden. Oder ist das zu vereinfacht dargestellt? Das ist auf jeden Fall zu vereinfacht, aber wenn du möchtest, kannst du das trotzdem fragen und dann sage ich